Wir sind Tobi. Und Stefanie. Am 23. Mai sind wir im Osten Kanadas angekommen und hoffen, dass wir es im November bis nach Vancouver Island schaffen. Guten Morgen. Ich bin heute mal Bhaktis Rat gefolgt und habe mir den Sonnenaufgang angeguckt, der hier ein bisschen anders sein soll, weil alles so richtig Flachland ist. Da bin ich heute extra 5:55 Uhr aufgestanden, um mir den anzugucken. Und was soll ich sagen? Es hat sich gelohnt. Das sah echt ziemlich cool aus. Ich habe versucht, einen Hyperlapse zu machen, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es hingekriegt habe. Wenn ja, dann habt ihr es jetzt wahrscheinlich gesehen. Da schläft Tobi noch. Den will ich jetzt nicht wecken. Und ich habe mir jetzt überlegt, dass ich mir vielleicht eine Banane oder einen Apfel mitnehme und dann ein bisschen die Gegend noch erkunde. Das Schöne, finde ich, an Manitoba und Saskatchewan ist, dass man neben dem schönen Sonnenaufgang auch einen richtig geilen Sternenhimmel hat, weil man so unglaublich weit gucken kann. Hier ist alles flach, es gibt keine Berge und so sieht man die Sonne nicht hinter den Bergen aufgehen, sondern an der Linie. Also das kenne ich nur aus Dokumentationsfilmen. Ja, das ist echt krass mit den Tieren hier. Also die Füchse und die kleinen Squirrels und so weiter sind alle sehr zutraulich. Was wahrscheinlich daran liegt, dass sie an Menschen schon sehr gewöhnt sind. Suchen hier auch immer in den Papierkörben und alles. Und deswegen will ich denen eigentlich jetzt gar nicht so nahe kommen. Aber vielleicht sind die auch im Park geboren, keine Ahnung. Aber ich will das ja nicht unterstützen, sondern unterstützen, dass sie sich selber ihr Futter holen können. So, guten Morgen aus Winnipeg. Wir haben uns gestern Abend spontan noch entschieden, doch noch einen Tag zu bleiben. Weil es gestern war so cool mit den beiden, mit der Dana und dem Sandro. Wenn wir uns heute vielleicht ein bisschen Winnipeg angucken, Downtown, da ist so ein Festival, eine Art Festival, bisschen was einkaufen und chillen. Hallo, guten Morgen. Sind beide 5:50 Uhr aufgestanden, den Sonnenaufgang zu sehen? Noch ist er nicht da. Aber da stand halt einfach ein Typ und hat Frisbee gespielt. 5:50 Uhr am Morgen. Fand ich irgendwie lustig.
Okay, keine Ahnung, ob wir das schon so gesagt haben. Das war ziemlich cool. Mit Dana und Sandro, die haben uns ja jedes Mal abgeholt von unserem Campground oder von dem Park, in dem wir halt einfach gecampt haben. Und haben dann was in der Stadt gemacht. Dann haben sie uns abends wieder zurückgebracht und auch heute wieder abgeholt und einfach rausgefahren aus der Stadt zu einem westlichen Punkt. Das war echt cool. Haben wir noch Essen bekommen. Also haben sie uns Essen gemacht und richtig geil verwöhnt. Und das hat sich wirklich angefühlt wie Urlaub wieder. Nochmal vielen lieben Dank an euch beide. Das war echt geil. Nachdem Dana und Sandro uns abgesetzt haben, haben wir Marni getroffen, die uns jetzt ungefähr eine Stunde gefahren hat und die uns jetzt zum Schluss ein kleines Geschenk gemacht hat. Hat uns hier ihre leckeren Früchte gegeben und einfach mal so $20. Oh Gott, das ist so lieb. Ja, aber das ist wirklich auch ein guter Spot hier. Hier können wir noch mal aufs Klo gehen und dann geht's weiter. Mal gucken, ob wir Regina heute erreichen. Hallo. Wir sind jetzt ungefähr 100 Kilometer weitergekommen, aber es läuft halt sehr schleppend. Und haben jetzt, oder standen jetzt, glaube ich, 1,5 Stunden in der Sonne und es ist wirklich, wirklich heiß heute. Also so stelle ich mir eigentlich die Wüste von Texas vor oder die Steppenlandschaft. Es ist echt sehr heiß und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir sehr mitleiderregend aussahen, aber irgendwie wollten die uns trotzdem nicht mitnehmen. Und jetzt haben sich zwei Damen unserer erbarmt und haben uns hier an so eine Tankstation, an so eine Gasstation gefahren. Wie man sehen kann, alles sehr trocken, alles sehr sonnig. Und deswegen haben wir uns jetzt überlegt, ob wir hier einfach mal eine kurze Pause machen. Da oben müssen wir uns dann hinstellen. Es kann halt nicht immer gut laufen. Manchmal muss man auch mal fluchen und alles richtig rauslassen. Aber es wird wieder bessere Tage geben. So, Victor hat uns gerade abgesetzt und eigentlich wollten wir noch nach Regina. Wir wollten es noch versuchen mit Hitchhiken, aber es ist zu warm. Wir haben extra ein Schild, ist die falsche Seite. Wir haben extra ein Schild gemalt. Kann man das sehen? Ja, so ein bisschen. Und haben jetzt aber aufgrund der Hitze und der Gefahr zu sterben einfach gedacht, wir gehen jetzt die 1,6 Kilometer zum Campground und dann machen wir uns am Bunden da. Und morgen geht es dann nach Regina. Wir sind so froh, dass Bhakti uns diese über 2000 Kilometer schon gefahren hat, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie es wäre, jeden Tag auf dieser weiten, heißen Grassteppe zu stehen und auf Autos zu warten. Tobi ist heute überraschenderweise sehr gut drauf. Hatten wir eigentlich schon erwähnt, dass dieser Campground besonders günstig ist. Glaube ich, der günstigste bisher, $21, also irgendwas wahrscheinlich 16 Euro. Die Duschen sind dabei, man kann so viel duschen, wie man möchte. Es hat auch einen Grund, denn hier ist direkt die Autobahn. Der Trans-Canada Highway, der durch Kanada führt. Ist ja einfach mal direkt vor unserer Nase. Guten Morgen. Wir versuchen heute nach Regina zu kommen. So, die Nacht direkt am Highway ging eigentlich. Europax natürlich. Aber es
bisschen kühl. Wo es eigentlich abends echt krass kalt war. Ja, das war's. Wir versuchen jetzt an die kleine Tankstelle zu kommen. Zumindest hoffe ich, dass es eine große Tankstelle ist, aber noch sehen wir sie nicht. Und vielleicht haben wir heute ein bisschen mehr Glück. Mal gucken. Heute haben wir nicht so viel Glück. Haben jetzt, glaube ich, über eine Stunde hier am Highway gestanden. Aber irgendwie biegen die mal alle in die Stadt ein. Geil, ey. Nach 2,5 Stunden endlich Glück. Ich habe ehrlich gesagt schon nicht mehr so dran geglaubt, dass wir von hier wegkommen. Aber jetzt hat ein Van gehalten und die fahren nach Calgary. Also nicht nur nach Regina, sondern wirklich bis nach Calgary. Was ja noch weiter ist. Ist echt cool. Okay Leute, was für ein Tag. Also Wendy und Ian haben dann vorgeschlagen, ob wir mit zu ihnen können, in ihr Gästezimmer. Und dann haben sie auch vorgeschlagen, hey, Moment mal, wir kennen noch eine, die wohnt auch in der Nähe von Calgary. Und das ist die netteste Person der Welt. Wir fragen sie mal. Genau. Und da sind wir jetzt. Sie haben uns noch zu dieser Person gefahren, das ist die Josie. Und die Frau ist wirklich richtig nett. Die ist so niedlich. Wir dürfen jetzt einfach mal bei ihr schlafen. Sie hat ein richtig schönes Haus. Das ist unser Gästezimmer. Das ist richtig niedlich. Hat hier extra so einen kleinen Korb vorbereitet für uns. Das ist einfach heute Vormittag noch gedacht, um Gottes Willen, 2 Stunden in der Straße, keine Sau kommt. Was ist das für ein beschissener Tag? Und jetzt, die ist echt niedlich, die Frau. Eine Rentnerin, sieht aber natürlich überhaupt nicht so aus, wie irgendwie alle Kanadier, die Rentner sind. Ist ganz komisch. Sehen alle noch so jung aus. Richtig schön. Gute Nacht. So, es ist jetzt 11:30. Liegt Tobi. Schon kurz vorm Einschlafen. Und Josie stand, bevor ich gerade duschen war, noch in der Küche und hat Brot für morgen gebacken. Ist das nicht süß? Gibt's wahrscheinlich morgen frisches Brot von einer Kanadierin mit italienischen Wurzeln. Also, bon appetit. Freue ich mich schon drauf. Gute Nacht. Gute Nacht, Tobi. Gute Nacht.